Der Morgen in Texas, der normalerweise von sengender Hitze geprägt ist, wurde plötzlich von einer ungewöhnlichen Kälte umhüllt, wie man sie mitten im Sommer nicht erlebt. 3 Tage lang fiel heftiger Schnee, der den Wald und die am Waldrand verstreuten Häuser bedeckte. Der Mann, der allein in der Nähe des Waldes lebte, erwachte in einer eisigen Stille und einem unerklärlichen Gefühl der Unruhe. Draußen vor dem Fenster war der Hof schneebedeckt, die Äste der Bäume hingen voller Schnee, ein Anblick, der dem amerikanischen Süden völlig fremd war. Während er in der Küche Kaffee zubereitete, hörte er plötzlich ein ganz leises Klopfen an der Haustür. Zunächst dachte er, es handle sich lediglich um einen Ast, der vom kalten Wind gegen die Holztür geweht worden war. Doch das Klopfen wiederholte sich von neuem, langsam, stetig und mit einer ungewöhnlichen Schwäche. Ein zunehmendes Unbehagen veranlasste ihn, näher ans Fenster zu rücken, sein Herz schlug schneller als gewöhnlich. Er zog den Vorhang vorsichtig zurück, seine Hände erstarrten beim Anblick der Szene draußen. Hinter dem kalten Glas standen eine Leopardenmutter und ihr Junges dicht beieinander im dichten Schnee. Ihr Fell war klatschnass, mit weißem Schnee bedeckt, und ihre Körper zitterten unaufhörlich vor Kälte. Das Leopardenbaby kauerte eng unter dem Bauch seiner Mutter, seine schwachen Beine konnten sich kaum selbst tragen. Ihr Atem streifte das Glas und hinterließ zitternde Nebelschwaden. Diese Szene unterschied sich völlig von dem texanischen Sommer, den er kannte. Instinktive Angst überwältigte den Mann. Doch tief in den Augen der beiden Leoparden erkannte er, dass keine Gefahr von ihnen ausging. Der Überlebensinstinkt des Mannes ließ ihn in Panik geraten, als er den beiden wilden Tieren zum ersten Mal gegenüberstand. Schnell verriegelte er Türen und Fenster und wagte es nicht, noch einen Schritt zu tun. Mit zitternden Händen holte er sein Handy heraus und rief sofort die örtliche Polizei an. Am Telefon beschrieb er mit zitternder Stimme, dass eine Leopardenmutter mit ihrem Jungen vor seiner Tür stünde. Die Polizei forderte ihn auf, ruhig zu bleiben und auf keinen Fall nach draußen zu gehen oder Kontakt zu irgendjemandem aufzunehmen. Sie sagten, sie würden umgehend die für den nahegelegenen Wald zuständigen Förster benachrichtigen. Der Mann holte tief Luft und versuchte, sich inmitten der eisigen Kälte und der angespannten Atmosphäre zu beruhigen. Er kehrte zum Fenster zurück und beobachtete schweigend die Leopardenmutter und ihr Junges durch die Scheibe. Sie verblieben an ihren ursprünglichen Positionen und zeigten keinerlei Anzeichen von Aggression oder Angriff. Das Leopardenjunge stieß ganz leise, schwache Wimmerlaute aus, als ob es um Hilfe flehte. Sein Körper zitterte rhythmisch in der ungewöhnlich kalten, schneereichen Sommerluft. Der Mann begann zu begreifen, dass sie nicht zum Jagen gekommen waren. Sie wurden bis an die äußersten Grenzen des Überlebens getrieben. Dieser Gedanke führte dazu, dass seine Angst allmählich in Besorgnis umschlug. Er wartete geduldig auf die Ankunft der Ranger und ließ die beiden Leoparden dabei nie aus den Augen. Etwa 15 Minuten später tauchten inmitten des immer noch heftigen Schneefalls 2 Parkwächter auf. Sie beobachteten das Verhalten der Leopardenmutter aus der Ferne und hielten dabei einen sicheren Abstand ein. Aufgrund ihrer Erfahrung kamen sie zu dem Schluss, dass diese Situation sowohl für die Mutter als auch für das Kind äußerst gefährlich war. Die ungewöhnlichen Wetterbedingungen haben die natürlichen Überlebensfähigkeiten des Leoparden völlig beeinträchtigt. Die beiden Ranger wechselten einen kurzen Blick und einigten sich auf ein Vorgehen. Sie näherten sich langsam, um das erschöpfte Tier nicht zusätzlich zu belasten. Unter Bedingungen eingeschränkter Sicht aufgrund von Schneefall wurde ein Betäubungspfeil präzise abgefeuert. Die Leopardenmutter taumelte einige Schritte und versuchte verzweifelt, ihr Gleichgewicht wieder zu erlangen. Schließlich fiel es in den tiefen Schnee und verlor das Bewusstsein. Das Leopardenjunge, völlig verängstigt, verkroch sich tiefer in den Bauch seiner Mutter, zitternd und weigerte sich, ihn zu verlassen. 2 Parkwächter näherten sich schnell, um die Sicherheit der Umgebung zu überprüfen. Sie signalisierten dem Mann, dass die Situation unter Kontrolle sei. Die Förster traten an die Tür heran, sprachen mit ihm und beruhigten ihn. Sie dankten ihm für die rechtzeitige Information. Der Mann atmete erleichtert auf, ein Gefühl der Entspannung durchströmte seinen ganzen Körper.
Die Leopardenmutter und ihr Junges wurden auf eine spezielle Trage gelegt und sorgfältig vor der Kälte geschützt. Beide wurden unter strengen Auflagen in einem Rangerfahrzeug transportiert, um sie warm zu halten. Nach ihrer Ankunft am Bahnhof wurde die Leopardenmutter in ein großes, separates Gehege gebracht. Sauberes Wasser und Essen wurden im Voraus vorbereitet, während man darauf wartete, dass es wieder zu Bewusstsein kam. Das Leopardenjunge wurde direkt in die Tierklinik zur Notfallbehandlung gebracht. Tierärzte führen eine umfassende Gesundheitsuntersuchung durch. Sie stellten fest, dass das Leopardenjunge an schwerer Unterkühlung litt. Gleichzeitig stieg seine Körpertemperatur aufgrund des Wetterschocks an. Der Arzt verabreichte sofort Medikamente und begann mit einer intensiven Wärmebehandlung. Nach einer Phase kontinuierlicher Überwachung stabilisierte sich der Zustand des Leopardenjungen allmählich. Es wurde vorsichtig zurück in sein Gehege zu seiner Mutter getragen. Genau in diesem Moment begann die Leopardenmutter wieder zu Bewusstsein zu kommen. Langsam drehte sie den Kopf und suchte instinktiv nach ihrem Kind. Als es das Leopardenjunge sah, leckte es liebevoll ab. Ihre instinktive Verbundenheit half ihnen beiden, sich allmählich zu erholen. Die Leopardenmutter und ihr Junges lagen die nächsten Stunden eng beieinander in ihrem Gehege. Die Leopardin erlangte allmählich ihre Kräfte zurück und begann zu fressen, wenn auch mit leichter Vorsicht. Die Ranger beobachteten das Geschehen aus der Ferne mit erleichterten und zufriedenen Mienen. Sie riefen den Mann an, der an diesem Morgen um Hilfe gebeten hatte, um ihm die gute Nachricht mitzuteilen. Eine Woche verging, und der Schnee im texanischen Wald war vollständig geschmolzen. Das Wetter hat sich wieder auf seinen gewohnten warmen und stabilen Zustand eingependelt. Die Leopardenmutter und ihr Junges wurden in ihren gewohnten Wald zurückgebracht. Die Tür des eisernen Käfigs schwang im hellen Morgenlicht auf. Das Leopardenjunge trat als erstes hervor und folgte seiner Mutter dicht auf den Fersen. Beide drehten kurz den Kopf und blickten zurück zu den Rangern. Kein Getöse, nur stumme Blicke. Dann verschwanden sie allmählich in den grünen Wald, in den sie gehörten.